Hallo, hier ist der Christian von Speedheads TV. 649 PS, 855 Newtonmeter und 320 km/h Spitze. Das sind nicht die Werte eines Supersportwagens, sondern die des neuen Cadillac CTS-V. Bei dieser Kraftausbeute sehen der BMW M5 und der Mercedes AMG E63 alt aus. Doch was die Performance-Limousine tatsächlich drauf hat, das wollen wir heute in Erfahrung bringen. Für den Vortrieb des Cadillac CTS-V sorgt ein 6,2 Liter großes Kompressortriebwerk und das stammt aus der Corvette Z06. Die 649 PS liegen bei 6400 Touren an und das Maximaldrehmoment echt brachial, 855 Newtonmeter bei 3600 Touren. So ausgerüstet spurtet der hinterradangetriebene Cadillac CTS-V in nur 3,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h und beendet den Vortrieb erst bei 320 km/h. Wir fahren jetzt direkt auf die Autobahn, die deutsche Autobahn, um einfach mal die Power zu testen, wie sich das jetzt anfühlt mit dieser gewaltigen Leistung. Wow, geil! Man spürt regelrecht, wie das Triebwerk dann zugiert. Die Kraftentfaltung, die ist sehr spontan. Gibt es eine explosionsartige Kraftentfaltung. Wir sind jetzt schon bei 250 km/h und es ist kein Ende in Sicht. Der spurtet und heizt nach vorne. Hammer! 300 km/h. Jetzt haben wir auf diesem kleinen Stück jetzt gerade schon 300 km/h erreicht. Das ist Wahnsinn. Diese Kraftentfaltung begeistert wirklich. Und ich habe ein richtiges Grinsen auf dem Gesicht. Also es ist herrlich. Das ist Adrenalin pur. Und darf nicht vergessen, wir sitzen in einer Limousine und nicht in irgendeinem Supersportwagen. Geil. In jedem Drehzahlbereich liegt richtig Power an und die Achtgang-Automatik, die hält jederzeit den richtigen Gang parat. Verblüffend ist, dass sich der Cadillac CTS-V auch richtig einfach fahren lässt. Das hätte ich vorher gar nicht geglaubt, weil wir haben es hier mit einem Geschoss zu tun, das deutlich über 600 PS bietet. Dieses Auto hat einen Spitznamen verdient. Es gibt Godzilla. Aber dieser Cadillac, der trägt jetzt bei mir fortan den Namen Cadzilla! Was viele immer noch nicht wissen, ein US-amerikanisches Fahrzeug ist nicht schwammig. Es gibt jetzt mit Cadillac auch richtige Fahrzeuge, die für Dynamik stehen. Und jetzt fahren wir gerade eine richtig schöne, kurvige Strecke. Mit der sehr direkten, präzisen Lenkung lässt sich der CTS-V sehr genau vor der Kurve positionieren. Scheitelpunkt Gas geben. Man spürt dann regelrecht, wie die Differentialsperre auch arbeitet und man kann dann den CTS-V
regelrecht aus der Kurve rausdrücken und richtig Kurven wildern. Der Cadillac CTS-V besitzt auch die Magnetic Ride Control und die liest 1000 Mal pro Sekunde die Fahrbahnbeschaffenheit und passt sich blitzschnellen Gegebenheiten an. Das heißt, wenn man es komfortabel angeht, spürt man das richtig durch den Plus an Komfort. Vor allen Dingen auf der Langstrecke. Beim Kurvenbildern, da wird natürlich auch die Dämpfungskraft dementsprechend angepasst und wird dann das dynamische Fahren deutlich unterstützt. Tolle Dienste verrichtet auch die Bremsanlage und die ist beim Cadillac CTS-V monströs. Vorne gelangen 390 mm große Scheiben zum Einsatz in Verbindung mit 6 Chromfestzetteln und hinten, das ist eine richtige Hausnummer, 365 mm große Scheiben mit 4 Chromfestzetteln. Die Bremse lässt sich bestens dosieren und bei Bedarf packt die richtig zu. Wir werfen jetzt mal einen Blick in den Innenraum des neuen Cadillac CTS-V und der ist richtig fein geworden. Ich sitze jetzt hier in den optionalen Recaro Sportsitzen. Die bieten richtig guten Seitenhalt in scharf durchfahrenden Kurven. Lassen sich zudem 20-fach verstellen, belüftbar sind sie, beheizbar und bieten auch zudem einen richtig guten Langstreckenkomfort. Das Lenkrad hier ist mit Alcantara bezogen und auch dementsprechend griffig. Dann haben wir im Endeffekt hier dahinter verbergen sich die wirklich neuen, scharf ablesbaren Displays. Und dieses Display, das misst insgesamt, lassen wir überlegen, das sind 12,3 Zoll, sprich 31 Zentimeter. Und dort kann man auch die entsprechenden Modi einstellen, die der Cadillac CTS-V bietet. Da momentan ist noch der Sportmodus drin. Es gibt dann noch die Strecke für die Rennstrecke. Dann haben wir noch den Schneemodus und ganz oben den Tourmodus für das entspannte Cruisen. Werfen wir nochmal einen Blick auf die Mittelkonsole. Hier wird nicht nur viel mit Klavierlack gearbeitet, doch im Endeffekt sieht man hier auch das große, scharfe Display von des Infotainment-Systems und der Navigation. Das sind 8 Zoll und entspricht 20 Zentimeter. Und da hat auch Cadillac was Schönes gemacht. Wenn man jetzt hier drauf drückt unten, befindet sich ein gutes Versteck für die Handys. Natürlich auch eine Ladeschale ist dort ebenfalls vorhanden. Ein Touch und dann geht es auch wieder runter. Man sieht ja auch überall der umfangreiche Einsatz von Klavierlack. Überall Leder, also Plastik, sucht man hier vergebens. Dieser Test sorgte für richtige Adrenalinschübe. Cadzilla weiß auf ganzer Linie zu überzeugen. Und in gewisser Weise ist es eine Corvette im Business-Outfit, die der deutschen Premium-Konkurrenz das fürchten wird. Und das Schöne ist, den Cadillac CTS-V, den gibt es bereits richtig gut ausgestattet zu Preisen ab 98.500 €. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns einen Daumen hoch bei YouTube freuen. Bei Fragen stehen wir euch selbstverständlich zur Verfügung.